Danke für euer Kommen. Die Kräuterdämmerung ist immer eine Veranstaltung, eine offene Veranstaltung, und es geht auch bei uns eben nicht immer nur um Kräuter. Es gibt auch Humorvolles und Gesellschaftliches, und wir haben praktisch Kurzvorträge, wir haben Vorstellungen von Produkten, weil einfach das ist eine Veranstaltung für alle, also nicht nur Mitglieder, und es gibt auch für Nichtmitglieder, und das ist eben bei uns einmal im Monat, das ist immer der Montag um 18 Uhr, und da freuen wir uns einfach, wenn einfach von der Region die Leute herkommen. Und heute haben wir das Vergnügen, heute stellen uns Ihren Kräutercube vor, und vor allem Trocknen mit Infrarot. Das ist vielleicht für viele etwas ganz was Neues. Und wie ihr schon gesehen habt, man kann nicht nur Kräuter trocknen, sondern von Obst, Gemüse, es ist total vielseitig. Und ich würde sagen, ich würde da gar nicht mehr verraten, das macht es dann ihr beide. Und ich begrüße euch da jetzt noch einmal offiziell, was wir vorher schon gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr, dass wir bei der heutigen Kräuterdämmerung dabei sein dürfen. Wir freuen uns, dass wir euch eben den Kräutercube eben zeigen dürfen und was man im Thema Trocknung eben alles eben machen kann. Und wenn ihr irgendeine Fragen habt, zeigen wir euch das auch sehr gerne. Und wir machen dann auch noch eine kleine Verkostung, wo man zum Beispiel Bärlauchpulver oder verschiedene Kräuter mit Salzmischungen eben nachher auch verkosten kann. Gell? Und nicht nur Kräuter, Obst und Gemüse kann man mit unserem Kräutercube trocknen, sondern natürlich auch Fleisch kann damit getrocknet werden. Und das möchten wir euch im heutigen Vortrag eben zeigen, wo der Markus so nett ist und das euch vorstellen wird. Ja, herzlich willkommen vom Infrarot-Himmel. Der Infrarot-Himmel sind wir die Wenigkeit. Wir sind aber, sage ich mal so, sehr stark in der Entwicklung drin. Wir sind auch der Generalvertrieb von diesem speziellen System. Aus dem habe ich das Glück gehabt, aus einem Teil, was weiterentwickeln zu dürfen, wo heute die Kräutercube da steht, weil ich es einfach neu gedacht habe, neu gemacht habe. Wir sind beide Bergsteiger, wir sind Naturmenschen, wir lieben die Natur, wir tun auch sehr viel für die Natur, und auch, dass heute wirklich auch in den entlegensten Bergdörfern, entlegensten Gebirgsregionen die Leute auch vielleicht einen Horizont durch unsere Technologie kriegen, indem dass man natürliche Alpenkräuter auch wieder vermarkten kann, dass man vielleicht auch mit dem vielleicht einmal sich eine Existenz schaffen kann, gerade für junge Leute ein wichtiger Punkt. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt einmal. Infrarot-Himmel ist unser Herzensprojekt. Infrarot und Himmel gehört halt einmal zusammen, und die Infrarot-Himmel merkt man sich dadurch auch leicht. Also das ist so der Hintergrund von der ganzen Geschichte. Wir haben auch, wer es will, eine kleine App, die was man jederzeit was runterladen kann. Da findet ihr auch sehr viel über das Trocknungsthema, viele Trocknungsbeispiele. Ihr könnt aber auf unseren YouTube-Kanal gehen, also da machen wir sehr, sehr viele Videos, um in die Leute einfach das Ganze näher zu bringen, und auch was wir da machen, einfach, dass man sich das öfter anschauen kann. Und das ist halt heute die heutige Zeit, die heutige Vernetzung, und ich finde es aber ganz wichtig, dass man so eine Technologie nutzen kann. So, bei uns geht es um Infrarotheizen und Infrarottrocknen. Infrarotheizen und Infrarottrocknen hat gar nichts miteinander zu tun. Das werdet ihr aber verstehen, wenn ich heute mit dem Thema da jetzt das Ganze erkläre. Aber nur einmal, wer sind wir? Die IWH GmbH hat den Sitz in Villach in Kärnten. Wir haben Gott sei Dank sehr, sehr viele Partner in Österreich und Deutschland, mit denen wir da zusammenarbeiten, die unseren Gedanken wirklich in einer anderen Ebene weitertragen, dass man heute wirklich sagt, wir bauen was auf Qualität und auf Nachhaltigkeit. Und das geht halt einfach mit den Menschen und nicht gegen die Menschen. Und wir sind eben der Generalvertrieb von dem Celsius-System, aber auch die Entwickler der Kräutercube und Entwickler von großen Anwendungen für Bauern oder spezielle professionelle Lösungen. Wir verstehen die Sonne. Ohne Sonne gibt es natürlich keine Wärme. Ist für viele Leute, ja, was redet der überhaupt, aber man wird es gar nicht glauben, dass die Leute heute oft über die Sonne gar nicht mehr nachdenken. Ist halt selbstverständlich, ist halt da. Aber ohne Sonne gibt es kein Wachstum. Ohne Sonne gibt es keine Fruchtreife. Und das ist halt etwas, wo die Sonne, sprich auch die Natur, unser größter Lehrmeister ist. Also sollte man heute auch vielleicht über das Gesamte schon ein bisschen drüber nachdenken, was nicht selbstverständlich sein darf. Die Infrarotheizung der Erde ist unsere Sonne. Natürlich Wärme, Pflanzenwachstum, Fruchtreife sind eine der Geschichten, aber natürlich auch die Jahreszeiten. Ohne Sonne, ohne Sonnentrocknung gab es keine Jahreszeiten. Dann hätten wir eigentlich immer Winter oder es darf immer feucht sein und noch ein Regen. Das heißt, das Sonnenlicht enthalten ist das UV-Licht, Infrarotwellen A, B und C. Das habt ihr vielleicht irgendwann mal gehört. Also das ist vom kurzwelligen bis im langwelligen Bereich, und das Spektrallicht kennt man spätestens, wenn man einen Regenbogen gesehen hat.
Das heißt, das Pflanzenwachstum und die Fruchtreife ist der Schlüssel Infrarot A. Das ist der kurzwellige Bereich. Das kennt ihr vielleicht auch von diesen typischen Rotlichtlampen, was man heute einsetzt, wo man heute zum Beispiel Stirnhöhlenentzündungen oder sowas hat. Aber die Problematik dabei ist, wie kriege ich Infrarot A gleichmäßig zusammen und wie kann ich Infrarot A kontrollieren. Und das ist etwas, wo unser Erfinder 20 Jahre lang entwickelt und geforscht hat und wirklich sehr, sehr viel Geld da in die Technologie hineingesteckt hat, bis er irgendwann einmal gesagt hat, er mag nicht mehr. Ist tatsächlich so. Wenn ich nicht gekommen war und gesagt hat, gib mir das, ich mache weiter, darf es das heute alles nicht geben. Und das ist auch schon bald wieder 10 Jahre her. Das heißt, die Infrarot A ist heute genau das, warum ich mich damit beschäftige, weil das die Natur ist, wie heute Pflanzen wachsen, wie Pflanzen reifen und wie sie auch trocknen können. Man sieht jetzt da auf der rechten Seite eine wunderbare Grapefruit. Ich habe es jetzt gerade für die Damen da live gezeigt. Wenn man heute eine Zitrone oder eine Grapefruit oder irgendwas ins Licht haltet, dann seht ihr da die Zellstruktur. Die Zellstruktur wird beim Infrarottrocknen, egal was sie trocknen, nicht zerstört. Es wird nur die Feuchtigkeit entzogen. Aromen, Chlorophyll, Geschmack bleibt alles erhalten. Das heißt, ich kann aber dadurch, dass ich heute die Feuchtigkeit entziehe, habe ich heute aber auch keinen Schimmel. Ich habe dadurch im Endeffekt heute auch keine notwendige Konservierung. Die Konservierung ist ja bereits durch die Trocknung erfolgt. Also ist das eigentlich phänomenal. Wenn ich Infrarot A verstehe, kann ich aber auch nachreifen. Das heißt, ich kann heute mit der Kammer heute hergehen und sagen, ich habe jetzt eine Tomaten, die was im Herbst, das kennt ihr alle, die sind einmal richtig reif geworden, die Sonne war schon schwach. Was tust du? Normal nimmst du sie gar nicht mehr her. Wir tun also in die Kammer rein und du hast heute reife Tomaten. Du kannst sie obertrocknen, du kannst sie antrocknen, du kannst damit Antipasti machen. Sensationell. Da haben wir zum Beispiel Biobauern, die haben wirklich neue Produkte durch unsere Technologie entwickelt und die verkaufen sie heute richtig gut und die Leute sind alle zufrieden. Also ist das alles eine Win-Win-Situation. Und das ist heute, weil wir schonend von innen nach außen trocknen. Ein Dörrautomat, eine Trocknung mit warmer Luft, kann das nicht. Es wird von außen nach innen getrocknet und innen ist meistens Restfeuchtigkeit, deswegen schimmelt sie auch. Das heißt, die Kräutercube ist eigentlich viel mehr als eine Kräutertrocknung. Es ist eigentlich eine Multitrocknung. Viele haben zu mir gesagt, ja, du bist ja so wie die Schweizer mit seinen Taschenmesser mit der Trocknung. Haben sie recht. Mittlerweile muss ich echt sagen, also was wir nicht trocknen können, ist eher die Frage, was haben wir im Prinzip heute eigentlich noch nicht probiert. Also was wir bis jetzt gemacht haben, hat eigentlich alles funktioniert. Man muss nur wissen, wie. Und das eine geht schneller und das andere geht länger oder dauert ein bisschen länger, weil halt einfach die Fruchtreife nicht da ist. Und das muss man wissen. Da rechts sieht man jetzt einmal unsere große Kräutercube. Die hat eben fast einen Kubikmeter, hat 6 Fächer, das sind knapp 4 Quadratmeter Trocknungsfläche, meine Damen. Das heißt, du kriegst richtig was rein. Also wenn du die wirklich jeden Tag betreibst, dann musst du anständig für einen Nachschub sorgen. Und das ist aber genau das, was mir alle Anwender erzählen. Wenn sie einmal hast, dann ist nicht die Frage, ob ich sie immer einschalte, sondern bei den meisten Fällen läuft sie durch, weil sie verbraucht nur 300 Watt Stromverbrauch und 300 Watt ist so wie gar nichts. Also wenn wir heute hernehmen, eine Kaffeemaschine zum Beispiel, kann ich heute mit der gleichen Energie, kann ich heute locker 10 Stunden heute also eine Kräutercube betreiben, wo 1 Stunde die Kaffeemaschine läuft. Also es ist sehr wirtschaftlich, dann kriegt man ein besseres Gefühl dafür. Es ist alles in Handarbeit gearbeitet, also das ist auch alles bewusst in Kärnten gemacht, nicht irgendwo im Ausland. Wir wollen mal haben, dass ich heute da eine gewisse Wertschöpfung auch in unser Land wieder bringe. Es ist eben sehr, sehr gute Handwerksqualität im Fichtenholz massiv. Wir haben die ganzen Gitter, ist alles aus feinstem Edelstahl. Wir haben eine spezielle Digitalsteuerung, wo ihr noch an die Grad einstellen könnt, also für jeden Grad, wo sie trocknen will, weil das variabel ist. Und natürlich, es ist etwas, was nachhaltig gebaut ist, wo ich sage, das baue ich nicht für 1, 2 Jahre, sondern das ist etwas, was ich eigentlich über Generationen haben kann. Das heißt, Infrarot A ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir trocknen mit sehr, sehr wenig Temperatur. Das heißt, es wird von innen nach außen getrocknet, nicht so wie bei der warmen Luft, das haben wir schon gesprochen. Eine sehr schonende Trocknung von 20 bis 30 Grad. Wenn ich über 40 Grad trockne,
kann ich mir das Trocknen eigentlich sparen, weil da werden keine Inhaltsstoffe mehr drinnen sein. Das muss man bewusst sein. Und wenn ich heute hernehme, dass die meisten der Automaten, sagen wir mal, zwischen 40 und 80 Grad im kleineren Bereich sein, die Profi-Automaten gehen jenseits der 100 Grad aus, da musst du heute fragen, was soll denn da noch drin sein? Also geht man dann oft her, es wird wieder was zugeführt über andere Wege, was man so mit so netten Nummern oft kennt, auf die Verpackungen drauf. Das heißt aber, der Geschmack bleibt erhalten, dadurch, weil halt einfach die ganzen Inhaltsstoffe drinnen sind. Getrocknete Kräuter, Obst, Gemüse kann man wieder nass machen und dann gehen die Zellstrukturen wieder auf. Dann kann ich heute ein Obst ganz normal wieder füllen, sprich, ich kann einen Apfelstrudel zum Beispiel aus Apfelchips machen. Ich kann aber zum Beispiel auch Gemüsesuppen aus getrockneten Gemüse machen, weil es einfach durch Wasser wieder die Fülle annimmt und damit wieder aufgeht. Gell? Das heißt, ein wichtiger Punkt für mich ist, ich brauche keine Chemie. Das ist, glaube ich, für viele Menschen mittlerweile ein wichtiger Punkt in ihrem Alltag, in ihrer Ernährung, egal was du für Ernährung machst. Das ist aber genau das, was aber nicht so einfach zum Lösen ist. Aber das, was ich selber mache, kann ich heute auf der anderen Seite aber ganz sicherlich auch ganz anders dosieren, weil dann weiß ich, was ich habe. Und wenn ich selber konservieren kann, kann ich mir auch Vorräte machen, die was Jahre im Keller halten und wenn ich es brauche, nehme ich es wieder her. Weil es ist nicht jedes Jahr ein Schwammerle-Jahr zum Beispiel. Dann hast du halt einmal keine Schwammerle, aber wenn ich einen Vorrat getrocknet habe, dann habe ich es. Es ist mit den Kräutern komplett dasselbe. Das heißt, ich kann in dieser Trocknung sehr schonend trocknen, ich kriege eine enorme Qualität aus, ich kann verschiedenste Sachen gleichzeitig trocknen, zum Beispiel kann ich Kräuter und Zwiebel gleichzeitig trocknen, es wird nichts in Geschmack übergehen. Ich habe keinen Schimmel durch die Infrarot trocknen, weil Schimmel ist heute etwas, was heute nur passiert, weil ich A, Feuchtigkeit habe oder B, weil irgendwo eine Keime sind. Infrarot wird in der Industrie auch eingesetzt für die Desinfektion. Das heißt, Infrarot hat in der Natur eine ganz wichtige Aufgabe. Das ist nämlich, dass Bakterien und Keime nur eine begrenzte Zeit Überlebensraum haben. Und das ist aber genau das, was ich heute habe. Ich habe eine natürliche Desinfektion über Infrarot. Sehr sparsam. Jede Größe ist also eigentlich baubar. Also das sind unsere zwei Größen, die wir mittlerweile in Villach sogar auf Lager halten. Dass die Leute nicht mehr warten müssen, bis wir die nächste Produktion machen, sondern dass ich wirklich sage, ich brauche sowas und ich kaufe mir das und am nächsten Tag kannst du dich abholen kommen oder am gleichen Tag, ist vollkommen egal. Aber natürlich auch XXL-Lösungen für Bauern oder natürlich auch Industrie. Aber Infrarot trocknen ist nicht deren und das ist ganz was Wichtiges. Das heißt, in dieser Multitrocknung kann ich von Kräuter, Obst, Gemüse, Beeren, Pilze, Salz bis hin zum Speck, kann ich alles machen drinnen. Also wir sind auch, ihr könnt es bei uns im YouTube-Kanal anschauen, wir haben die Litzelhof-Schule in Oberkärnten, die haben das sogar im Schulbetrieb mit aufgenommen und die Kinder und die Lehrer sind begeistert, was sie jetzt nicht alles machen können damit. Also die tun jetzt wirklich von allen möglichen Kräutergeschichten bis Apfelchips und bis hin zum Fleisch, die machen wirklich alles und sind voll begeistert. Und das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass das einfach so funktioniert. Man sieht jetzt einmal den Unterschied zwischen der großen und der kleinen Kräutercube, also sprich die kleine ist eben mit 3 Fächer 200 Watt und die große hat 6 Fächer 300 Watt. Also man kriegt in die kleine auch schon sehr viel rein, aber man darf nicht vergessen, es geht teilweise sehr schnell. Also das heißt zum Beispiel, wir haben eine Kundin, die ist Rohkostlerin und die war auf der Suche, etwas zu finden, mit dem, was ich Portulak trocknen kann. Und Portulak brauche ich euch nicht erklären im FNÖ-Kräuterverein. Aber Portulak wirst du in jedem Fachbuch finden, der ist nicht zum Trocknen. Portulak kannst du mit dieser Technologie innerhalb von einem Tag trocknen. Ich muss nur wissen, wie ich heute Portulak verwende. Das heißt, man muss ihn aufschneiden als wie ein Schnittlauch. Dann geht das wunderbar, weil es hat nämlich damit zu tun, weil der so eine gummiartige Konsistenz hat. Und dadurch ist es besser, wenn du ihn ein bisschen aufschneidest, dann kann die Feuchtigkeit viel schneller entweichen. Aber es funktioniert wunderbar. War für sie ein großer Segen, weil sie gesagt hat, wenn ich das nicht habe, dann geht mir über das Jahr was ab. Und jetzt macht sie ihr Knäckebrot mit der Trocknung. Also sie hat jetzt wirklich eine runde Ernährung dadurch geschaffen. Und das haben uns Vegetarier, Veganer, also alle haben uns das schon erzählt. Aber muss jeder selber entscheiden, was er macht. Aber wichtig ist, dass er was Gesundes ist. Das ist meine Meinung. Natürlich, so wie wir früher gesprochen haben, Fichte massiv, hohe Qualität. Die Gitter ist bitte alles feiner Edelstahl, also es ist ein wirklich V4, also das höchste Qualität vom Edelstahl. Die Digitalsteuerung kannst du nachher an jede Temperatur einstellen, was ihr trocknen wollt. Das heißt, ich kann meine Trocknungstemperatur vorwählen.
Dann habe ich natürlich eine 8-stufige Stromregulierung, das heißt, diese 300 Watt bei der großen werden, wenn die Wärme aufgebaut ist in der Kammer, sukzessive in 8 Stufen der Stromverbrauch nach unten reguliert. Das heißt, wenn ihr Wärme einmal hast, dann ist der Dauerbetrieb eigentlich nur viel sparsamer, als wenn man sie immer aus- und einschaltet. Gell? Dann habt ihr natürlich da drinnen einen Lüfter mit 3 Stufen, den brauchen wir deswegen, weil über dieses Fenster, was man da sieht, kann ich gleichzeitig meine austretende Feuchtigkeit von meinen Pflanzen, von meinem Obst regulieren, weil irgendwo muss die Feuchtigkeit hin, wo es drinnen im Prinzip ausdampft, und so wird es über den Lüfter, über diesen Ausschnitt verdrängt. Dann haben wir noch seitlich ein Hygrometer, dass ich heute sehe, wie viel Feuchtigkeit habe ich eigentlich da drinnen, das ist mit dabei und wie gesagt, entwickelt, produziert in Kärnten. Wir haben aber natürlich auch sehr viele Handwerker, ist immer wieder die Frage gewesen, ja, mein Mann kann. Was spricht dagegen, dass man nachher im Prinzip eine Bausätze anbietet? Und diese Bausätze haben wir für die Kleine und auch für die Große, dass ich sage, okay, wenn jemand sich Holz arbeitet und das Ganze alles selber macht, dann kann er bei uns die Technologie im Prinzip ganz normal bei uns im Online-Shop bestellen oder bei uns direkt einkaufen, wie auch immer. Aber wie gesagt, es ist eine Möglichkeit, dass man halt sagt, wenn man handwerklich geschickt ist, dass man selber auch was machen kann und sich was sparen kann. Da habe ich jetzt eine Grafik, da seht ihr einmal, jetzt einmal auf der linken Seite die Luftfeuchtigkeit. Man sieht da ganz deutlich, dass die Kurve nach oben geht und dann fällt sie nach unten. Das sieht man jetzt vom 19. Oktober bis zum 2. November, sieht man die Trocknung. Und da siehst du ganz genau, das, was ich da drin getrocknet habe, hat sehr viel Feuchtigkeit ausgedunstet. Und wenn man aber halt schaut, genau deswegen, weil da die Feuchtigkeit hoch ist, ist die Temperatur tief. Das heißt, in der Natur ist deswegen die Temperatur da draußen niedrig, wenn die Feuchtigkeit hoch ist. Und das ist aber ein ganz logischer Zusatz, was ja heute in der Natur ja ein natürlicher Ablauf ist, den muss man nur einmal verstehen. Und das ist genau der Grund, warum wir wissen, wie Natur funktioniert. Wir können Infrarot auch zeigen, wir können heute diese Parameter nutzen, deswegen ist auch bei uns der Lüfter mit eingebaut, dass ich diese Luftfeuchtigkeit wegbringe, aber dann habe ich eine perfekte Trocknung. Auf der linken Seite sieht man gefriergetrocknete Ananas, also ich habe es früher mal kurz in der Vergrößerung gezeigt, war nicht gar so appetitlich. Darunter sieht man unsere Infrarot getrockneten Ananas, das ist ein natürliches Foto, ohne Photoshop, ohne allen. Wir haben also in echt da, also das ist Wahrheit, nicht irgendeine schöne Sache, was man schön darstellt, sondern wir versuchen auch, die Bilder, was wir da alle verwenden, keine Profifotos zu verwenden, weil wir diese Fotos alle selber machen, dass es so echt wie möglich in die Kunden präsentiert wird. So machen wir zum Beispiel auch unsere ganzen YouTube-Videos, da gibt es keine Produktion. Da wird die Kamera eingeschaltet und dann reden wir frei Schnauze. Und das ist immer so bei uns. Und deswegen versuchen wir mir in die Kunden so echt wie möglich das Ganze zu präsentieren. Und ihr seht jetzt ob jetzt ein wunderbarer Almthymian. Da gibt es Gebiete, allein in Kärnten, in Osttirol, in Tirol, wo heute Wiesen voll sein mit Almthymian, nur wir wüssten den heute konservieren. So viele Bergbauern könnten sich damit ein schönes Geld verdienen. Da kostet ein Wareneinsatz nichts, außer ein bisschen Strom fürs Trocknen. Und die Zeit, wo es halt natürlich ernten muss, es auch, wäre es auch Arbeit, gar keine Frage. Aber es ist eine Möglichkeit, dass ich heute einem Bergbauer eine Vision gibt, dass ich sage, schau, ihr junge Leute könnt euch mit einem guten Kräuter, mit irgendwas einfach wieder Existenz schaffen. Und ihr müsst nicht heute von den schönen Tal wegziehen, nur weil ihr heute kein Geld darin verdient. Man muss neue Wege einschlagen. Und das Gleiche ist halt heute, wenn du jetzt hernimmst, sämtliche Gartenkräuter, genauso heute Teegeschichten, Holunder, was auch immer, bis hin zu Lavendel, Kräuter jeglicher Art. Es ist einfach wunderbar, was man damit alles trocknen kann. Chilis werden heute von der Schärfe noch schärfer, weil sie in der Kammer den maximalen Reifegrad erreichen. Man kann aber genauso eine wunderbare Rosenblüten trocknen. Oder so wie heute habe ich die Anfrage gekriegt, der hat schon einen Kräutercube von uns und sagt zu mir, du, die Löwenzahn, die gefallen mir, so kann ich sie trocknen. Und sage ich, ja, sicher kannst du sie trocknen, warum nicht? Aber dann wirst du gelbe, wunderschöne Löwenzahnblüten irgendwo vielleicht in der Deko haben. Einfach nur ein neuer Ansatz. Warum nicht? Das heißt, jede Blüte wird auch die Farbe erhalten. Ringelblumen ist genauso so ein Thema. Ringelblumen ist ja komplett dasselbe. Wenn du heute das Chlorophyll nicht erhaltest, wird heute die Ringelblumen nicht so schön ausschauen. Kennt aber jeder, was einmal Ringelblumen gedörrt hat, da schaut es ein bisschen anders aus. Aber auch Luft trocknen,
Weil viele sagen zu mir, ja, habe ich einen Stadel, hänge ich auf. Das hilft da nichts. Umso länger die Trocknung dauert, umso mehr ist der Verlust. Und wenn es über Luft macht, macht die Zellstruktur zu. Und wir machen es genau umgekehrt, wir machen es von innen nach außen und dadurch bleibt das eingeschlossen erhalten. Man sieht es jetzt auch da sehr schön, wenn man jetzt da hernimmt, die Pfefferminz, das glaubst du nie und nimmer, dass das getrocknet ist. Also das ist herrlich. Natürlich geht es heute auch hingehend, am Paprika zu trocknen, am Paprika zu malen. Ich kann euch eins sagen, macht einmal selber ein Paprikapulver mit unserer Technologie. Ihr kauft nie mehr ein Paprikapulver, weil so eine Aromen, das ist eine Geschmacksexplosion. Damit ein herrliches Risotto oder ein Traum. Natürlich kann ich heute Orangen, Zitronen, Zitrusfrüchte kann ich trocknen. Die kannst du heute für einen Tee im Winter heute dafür hernehmen. Du kannst aber genauso hernehmen, viele Kindergärten, wo wir es getestet haben, da waren die Kinder, die haben Gummibärlein stehen gelassen, nur weil sie unsere getrockneten Sachen angefangen. Irgendwer hat draufgekriegt, also rausgefunden, dass es so gut schmeckt und dann ist aber schon dahingegangen. Dann war so ein großes Zitronenglas, war weg, innerhalb von einer Stunde. Und das ist aber das, wo ich sage, man könnte so viel machen. Man kennt auch in die Kinder, im Kleinsten heute schon, wenn ich jetzt sage, in einem Kindergarten steht so ein Kräutercube, kann ich heute hergehen und die Kinder einbinden. Und ich habe es bei Bergbauernhof, ich sehe es bei Bioernhofe. Das ist immer dasselbe. Die Kinder sind mit größter Begeisterung da. Ja, was tun wir wieder ein? Ob es die Erdbeeren, die Kirschen, was auch immer ist, da ist einfach, da entsteht eine gewisse Eigendynamik. Und so kann ich halt heute genauso auch meine wunderbaren Pilze jeglicher Art auf die gleiche Methode trocknen. Ich kann aber, weil sie so gut getrocknet sein, kann ich sie knacken, als wie ein Apfelchips. Ich kann sie aber genauso vermahlen, dann habe ich heute ein Stammpilzpulver. Wo kriegst du denn sowas zum Kaufen? Nirgends. Genauso ist es heute mit Grapefruits. Das Grapefruit ist eine super Geschichte, überhaupt so wie bei uns oft ist, wo wir viel reden oder auf Ausstellungen oder so eine Sachen sein, ist ein Grapefruit eine herrliche Geschichte. Das ist zum Beispiel ein roter Apfel, der kommt aus Bayern. Rotes Fruchtfleisch, wenn der zu lang liegt, wird der Apfel glasig und der hat sehr viel Eisenanteil. Der schmeckt frisch auch gar nicht so gut. Durch unsere Infrarottrocknung haben wir erstens legendäre Apfelchips, die ich oft gerne mitbringe, weil ich so beim Besuch bin. Die Sekretärinnen haben immer erfreut, weil sie halt einfach was Besonderes kriegen. Und das schmeckt aber auch gut und das ist gleichzeitig extrem gute Inhaltsstoffe. Da habe ich einen Österreicher, der dort speziell sich mit Kräuter beschäftigt, seit über 30 Jahren. Den habe ich Peter Söh bei einem Vortrag gezeigt. Und der war so begeistert, weil er gesagt hat, dass er seinen Petersil hat er noch nie gesehen und schon gar nicht, dass der in der Farbe so ausschaut und dass der Geschmack da ist. Und das war eigentlich mit seiner Erfahrung mit 30 Jahren, wo er das Geschäft schon macht, natürlich ein großes Lob. Und das war natürlich auch der Start, dass wir da mit der Kräutercube massiv weitergemacht haben. Und das ist auch der Grund gewesen, wo wir gesagt haben, da geht noch viel, viel mehr. Und Kräuter, Obst, Gemüse, bis hin zum Speck haben wir halt nachher im Endeffekt angefangen zum Trocknen. Auf der Folie sehen wir jetzt auf der linken Seite frisch vom Garten und rechts sind die Infrarot getrockneten Kräuter und natürlich ist da auch Gemüse mit dabei, dass ihr einmal seht, also die Sachen kann man alle gleichzeitig miteinander trocknen und es wird halt natürlich auch durch das Infrarottrocknen das Chlorophyll erhalten und deswegen schauen die Sachen auch aus wie frisch und bleiben auch im Endeffekt lang erhalten im Geschmack. Ja, da seht ihr jetzt noch den Zwiebel und auf der linken Seite Karotten. Die Karotten gehen ganz klein zusammen und die Karotten kann man dann im Endeffekt mit Wasser anweichen und dann gehen die tatsächlich wieder komplett auf. Also nach 2 Stunden habt ihr mit, wenn ihr es in ein Wasser einweicht, habt ihr von einer ganz kleinen getrockneten Karotten, habt ihr wieder eine original große Karotten und das ist faszinierend, weil nämlich die Zellstruktur nicht zerstört ist und dadurch ist dies einfach phänomenal und das kannst natürlich mit einem Dörrtomat überhaupt nicht vergleichen, weil ja beim Dörren auch die Zellstruktur zerstört wird durch die warme Luft, weil es eben von außen getrocknet wird und nicht von innen. Ja, da seht ihr natürlich das tolle Ergebnis und das ist recht spannend. Hier jetzt ein Petersil auf der linken Seite frisch und auf der rechten Seite getrocknet, einfach wunderbar und phänomenal. So, da seht ihr jetzt auf der linken Seite eine Apfelchips und Pfirsich
Und jeder, was schon einmal Pfirsich getrocknet hat, oder genauso Mangos, die haben sehr viel Feuchtigkeit und die sind schwer zum Trocknen, aber das geht mit unserer Kräutercube. Und die Farben und natürlich auch der Geschmack bleibt erhalten durch die spezielle Infrarottrocknung. Und das macht das Produkt natürlich sensationell, weil ihr viele, viele Möglichkeiten habt, schonend von 20 bis 30 Grad euer Obst und euer Gemüse auch zu trocknen. Als nächstes seht ihr Heidelbeeren auf der linken Seite frisch und rechts sind sie getrocknet. Schaut natürlich fantastisch aus, das könnt ihr ja als Pulver vermahlen und dann heute in einen Joghurt oder in ein Eis verwenden und das gelingt euch alles durch die Kräutercube. Das geht mit sämtlichen Beeren, weil man sie so weit trocknen und durch das Infrarot trocknen einfach auch die Inhaltsstoffe und das Chlorophyll erhalten. Als nächstes sehen wir ein natürliches Salz, was sehr feucht ist von Natur aus. Und dann seht ihr, wie ich das in die Kräutercube reingetan habe. Das sind unter eine Baumwolltücher und durch diese Baumwolltücher verhindert man, dass das Salz durch die Gitter durchrieselt. Aber wenn das getrocknet wird, haben wir dann richtige Salzplatten nach 2 bis 3 Tagen und das ist von Natur aus sehr, sehr schwer zum Trocknen, weil es eine sehr grobe Struktur hat. Das ist ein ganz besonderes Salz aus Portugal und das ist natürlich eine feine Geschichte, wo man das mit der Kräutercube selber trocknen kann. Und dann hat man heute ein Salz, was heute von 80% Feuchtigkeit auf unter 10% getrocknet worden ist. Als nächstes seht ihr Hopfen, auf der linken Seite frisch und auf der rechten getrocknet. Da ist natürlich auch die Bierbrauerei, also aus Bayern haben wir da schon spezielle Anfragen gekriegt, weil es natürlich eine sensationelle Qualität ist, die was wir durch unsere Infrarottrocknung erreichen. Macht natürlich Spaß, weil man halt da in jedem helfen kann, der was irgendwo seine Probleme mit Trocknung hat, im Kleinen, genauso wie im Großen. Und alle unsere Trocknungen können auch aus XXL gebaut werden. Und dadurch ist es natürlich auch für Bauern oder auch Industrie eine super Möglichkeit, natürlich zu trocknen. Und jetzt seht ihr eine Stammputz, wie sie mit Infrarot getrocknet werden. Zitrusfrüchte ist natürlich auch kein Problem oder sämtliches heimisches Obst könnt ihr damit trocknen. Als nächstes sehen wir da jetzt einen Weintrauben, die wo es heute getrocknet wurden sind mit der Infrarottrocknung, Chlorophyll erhalten, sehr sparsam natürlich, aber was viel phänomenaler ist, ihr könnt mit der Kräutercube, genauso auch mit einer großen Infrarottrocknung von uns, könnt ihr heute Früchte oder Obst nachreifen, weil der Zuckergehalt wird dadurch steigen, dadurch steigt natürlich die Qualität, sonst dann verliert man immer beim Trocknen. Bei uns steigt die Qualität an, weil wir natürlich die Sonne verstehen und so kann ich heute auch grüne Tomaten in der Kräutercube nachreifen, dass sie rot werden. Und so kann ich aber heute genauso einen Weintrauben nachreifen, dass sie einfach mehr Zuckergehalt haben. Und was das bedeutet, sage ich jetzt. Jetzt sehen wir auf der linken Seite normale Supermarkt-Weintrauben. Diese Weintrauben waren wirklich sauer und ich habe auch die Rechnung aufgehalten, weil ich für ein Weingut einen Test gemacht habe. Und auf der rechten Seite seht ihr den blauen, genauso auch den normalen weißen Wein. Und der wurde in der Kammer einfach in 7 Tagen nachgereift. Und das ist genau das Phänomen. Es trocknet zuerst nicht, sondern es reift zuerst durch Infrarot auch. Und wir können den Brix-Gehalt um 50%, das muss man sich mal vorstellen, in nur 7 Tagen anheben. Und damit erreichen wir eine sensationelle Qualität und wir können tatsächlich aus einer sauren Weintrauben eine Süße nachreifen. Und das ist deswegen, weil wir die Natur verstehen und weil wir das schonend machen zwischen 20 und 30 Grad. Dadurch bleiben eben diese Inhaltsstoffe erhalten. Und das ist für alle Pflanzen natürlich ein Phänomen, dass ich heute einfach da die bessere Qualität rauskriege durch die Infrarottrocknung. Und man sieht es auch da an die Rosinen, es ist einfach phänomenal. Da seht ihr jetzt die Aufzeichnungen von einem Weingut. 23,4 Brix war der Beginn. Am 20. haben wir schon 25,1 gehabt und das Ganze ist nach einem 7. Tag, und das ist ein Hammer, auf 32,2 Brix gestiegen. Das heißt, der Zuckergehalt ist so hoch gewesen, wo heute die höchsten qualitativen Eisweine in Österreich nach einem guten Jahr sich befinden. Und das durch unsere Infrarottechnologie. Ihr könnt natürlich mit unseren selber getrockneten Sachen auch Pulver herstellen, also Kräuter, Gemüse, Obst, Pilze, Beeren. Ihr könnt das ganz einfach vermahlen, weil es so weit oben getrocknet ist, dass es einfach sich super leicht mit einer Mühle vermahlen lässt. Aber ich sage eins, wenn ihr heute einmal zum Beispiel ein Paprikapulver selber gemacht habt oder ein wunderbares Bärlauchpulver verwendet, über das gibt es übrigens ein YouTube-Video, schaut es euch an, ihr werdet es nie mehr missen wollen. Und das kriegt ihr nirgendwo zum Kaufen. Das sind dann eure eigenen Erzeugnisse, die was ihr für euch und eure Familie verwenden könnt. Aber natürlich ein Paprika-Risotto zum Beispiel mit einem eigenen Paprikapulver ist eine komplett andere Welt. Und ihr werdet sehen, es ist einfach ein Traum.
Natürlich ist es auch mit Tomaten möglich, also schaut einmal diese wunderbaren Cocktailtomaten an, wie rot die da sind, also phänomenal. Und aus diesen getrockneten Tomaten kann ich natürlich auch wieder ein Pulver herstellen. Und dieses Tomatenpulver ist natürlich Umami vom Feinsten. Also wir haben viele Spitzenköche und Gourmetköche, die was mittlerweile damit arbeiten. Und die haben alle gesagt, sowas hätten sie nie geglaubt, dass es sowas im Getrockneten gibt. Nachdem gerade die Bärlauchzeit ist, haben wir gerade ein Video veröffentlicht mit frischem Bärlauch und da seht ihr, wie er getrocknet ist auf der linken Seite. Aber rechts ist er ganz normal vermahlen, wie gesagt, mit der Kräutermühle und dann habt ihr ein traumhaftes Bärlauchpulver. Schaut euch das Video an, es zahlt sich aus. Und da seht ihr jetzt an unseren Apfelstrudel, über das, was es auch ein YouTube-Video gibt. Wir haben eben getrocknete Äpfel wie in Wasser wieder angeweicht, dauert ca. 2 Stunden und dann gehen sie auf, weil die Zellstruktur nicht zerstört ist. Dadurch schmeckt der Apfel im Endeffekt wie frisch, die Aromen sind erhalten und somit kann ich das ganze Jahr Apfelstrudel machen. Das haben wir einen Bäckermeister bewiesen, dass das geht und der ist natürlich voll begeistert von unserer Technologie. Aber das kann heute auch jeder im Privaten für seine Familie machen, durch unsere spezielle Technologie der Kräutercube. Schaut euch das Video auf YouTube an, das zahlt sich wirklich aus. Da seht ihr jetzt unseren Infrarot getrockneten Speck. Auf der linken Seite des Bildes ist eben von der großen Kräutercube, rechts ist eben auf der aufgeschnittene Speck. Nur sowas dauert normalerweise bei Lufttrocknung 6 bis 8 Monate, dass ich eben also eine feste Qualität zusammenbringe. Und das erreichen wir mit unserer Infrarot-A-Trocknung bei 22 Grad, sehr schonend. In circa 3 bis 4 Wochen haben wir diese Qualität erreicht. Und das bedeutet natürlich auch für viele Bauern da draußen, ihr könnt viel schneller Speck produzieren und in einer viel, viel höheren Qualität, was man zum Beispiel mit einer gewissen Seehöhe einfach gar nicht zusammenbringt. Und das ist heute genau das, warum wir schon so viel Speck getrocknet haben. Und schaut euch die Videos dazu an. Da seht ihr jetzt die große Infrarottrocknung, wo man eben einen Anhänger eingestellt hat, um eben frisches Wiesengras zu Heu zu trocknen. Und rechts seht ihr die Hochlandrinder und da seht ihr, dieses Grüne ist keine Photoshop-Montage, sondern es ist der wahre Unterschied zwischen Infrarot getrockneten Heu und einem natürlichen getrockneten Heu. Die Farbe ist natürlich ein Hammer und das ist natürlich ein ganz anderer Geschmack und das kann man natürlich auch mit PV und Speicher kombinieren und so wie der Bauer aus Oberösterreich hat eigentlich gar keine Kosten mehr, weil das läuft mit der PV mit und über seinen Stromspeicher produziert er CO2-neutrales Heu. Mit dem Unterschied aber, dass er frisches Heu bringt und dass er heute noch einen damit trocknet. Aber er tut in der gleichen Trocknung auch Holz trocknen. Und da gibt es ein ganz super tolles YouTube-Video. Da schaut es euch bitte einmal an. Da seht ihr genau, wie man Holz und Heu gleichzeitig trocknet, was normal gar nicht geht. Das geht aber mit unserer Trocknung, weil unsere Infrarottrocknung viel mehr ist. Es ist eine Multitrocknung und das ist echt CO2-neutral. Und das Ganze auch sehr spritsparend für die Bauern und ich habe halt den Multifaktor, dass ich da drin genauso mehr Brennholz trocknen kann, nicht gleich mein Heu oder meine Bretter drinnen trocknen kann. Oder wenn ich heute sage, ich brauche eine große Menge Apfelchips, dann kann ich das da drinnen genauso trocknen. Und das macht natürlich das Ganze einfach zu einem riesen Mehrwert für alle Bauern da draußen, aber natürlich auch andere Anwendungen sind natürlich möglich. Und deswegen schaut euch unsere Videos an, da kommt immer wieder was Neues. Da seht ihr jetzt unseren YouTube-Kanal. Da geht es heute um Infrarotheizen und Infrarottrocknen, also sprich um unsere Heizpaneele und natürlich auch um unsere Kräutercubes und die großen Trocknungen. Und viele Kunden teilen die Erfahrungen mit euch und dadurch bitte teilt unseren Kanal, tut ihn abonnieren und dazu sind viele Menschen da draußen, weil dafür sind wir dankbar und unsere Videos sind echte Videos und wir geben uns sehr viel Mühe dafür. Vielen Dank für Ihr Interesse und demnächst seht ihr sicher wieder ein Video und pfiat euch. Das ist unser Kräutercube und schaut euch die Videos an, sind wirklich toll und da gibt es natürlich auch viele Erklärungen dazu auf YouTube. Schaut euch die Videos an oder geht bei uns auf unser www.infrautimel.at in den Shop rein, da könnt ihr es gleich bestellen. Alles ist logant. Pfiat euch!